Hallo meine lieben Zuschauer, meine lieben Abonnenten, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Es gibt viele Rezepte, die ich gut finde oder die ich sehr gut finde, und es gibt auch welche, für die ich meine Hand ins Feuer legen würde. Und das Rezept von heute gehört auch dazu. Für diese Puddingschnecken würde ich wirklich meine Hand ins Feuer legen. Sie sind so gut und so weich, ihr müsst sie unbedingt nachbacken. Schaut euch einfach mal das Video an und lasst euch von diesen fantastischen Puddingschnecken überzeugen. Das ist die Zutatenliste, los geht's. Als erstes mache ich meinen Hefeteig und für den Teig nehme ich 200 Milliliter lauwarme Milch, ein Päckchen Trockenhefe, das sind 7 Gramm. Ihr könnt aber auch ganz gerne 21 Gramm frische Hefe nehmen, 50 Gramm Zucker, ein Ei, 70 Gramm weiche Butter, 500 Gramm Mehl, und etwas Salz. Es ist nicht viel, es ist weniger als ein halber Teelöffel. Und dann verknete ich alle Zutaten zu einem glatten und elastischen Teig. Meine Küchenmaschine lasse ich 8 Minuten auf Stufe 2 laufen. Und so sieht er dann aus, er fühlt sich einfach wunderbar an und klebt auch überhaupt nicht. Der Teig muss dann mindestens eine Stunde gehen, meinen Teig lasse ich 2 Stunden gehen. In der Zwischenzeit kann die Füllung vorbereitet werden. Dafür nehme ich 350 Milliliter Milch, ein Päckchen Puddingpulver mit Vanillegeschmack und 3 Esslöffel Zucker. Als erstes mische ich das Puddingpulver mit dem Zucker und füge dann 6 Esslöffel von der Milch hinzu. Die Milch koche ich auf, nehme sie dann vom Herd und rühre die Puddingpulvermasse ein. So sieht die Masse dann aus, sehr homogen, ohne Klümpchen. Jetzt muss sie nur noch einmal aufgekocht werden. Ja, und so schaut dann die Füllung aus. Sie ist etwas dickflüssiger als der normale Pudding, aber das ist auch völlig in Ordnung. Genauso muss sie sein. Ich habe ja auch etwas weniger Milch verwendet als für den normalen Pudding. Jetzt lege ich noch die Frischhaltefolie auf die heiße Puddingmasse, so lässt sich die Haut auf dem Pudding vermeiden, und lasse dann die Puddingmasse vollständig auskühlen. Mein Hefeteig ist wunderbar aufgegangen und wie gesagt, ich habe ihn 2 Stunden gehen lassen und jetzt kann ich ihn auch weiter verarbeiten. Den Teig rolle ich aus, ca. 35 x 55 cm. Ich nehme auch überhaupt kein Mehl für die Arbeitsfläche, es geht auch ganz gut ohne. Verteile dann die Füllung auf dem Teig und dann rolle ich den Teig auf und schneide die Rolle in 12 Scheiben. Die Puddingschnecken setze ich dann in eine 26er Springform und lasse sie nochmal 20 Minuten gehen. Die Backform habe ich mit Butter eingefettet. Meine Backform benötigt auch überhaupt kein Backpapier, aber das hängt ja auch von der Backform ab, also falls nötig dann noch die Backform mit Backpapier auslegen. In meinem Schälchen habe ich ein Eigelb und 1 Esslöffel Milch und werde jetzt damit meine Schnecken bestreichen. Ich werde sie ja auch später mit einem Zuckerguss überziehen, mit einem Zitronenguss, und falls ihr keinen mögt, könnt ihr die Puddingschnecken mit Mandelblättchen oder mit Hagelzucker bestreuen oder auch so lassen. Die Puddingschnecken kommen jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft für 30 bis 35 Minuten. Kurz vor Backzeitende vermische ich 75 Gramm Puderzucker mit 2 Esslöffel Zitronensaft zu einem Guss.
Meine Puddingschnecken sind jetzt fertig und schauen einfach wunderbar aus. Ich habe sie in meinem Umluftofen gebacken, insgesamt eine halbe Stunde. Die Puddingschnecken werden auch sofort nach dem Backen, solange sie noch heiß sind, mit dem Zitronenguss überzogen. Und so toll schauen sie dann aus. Ich werde euch gleich nochmal zeigen, wie sie innen aussehen und dass sie wirklich wunderbar soft und fluffig und weich sind. Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass ihr die Puddingschnecken auch nachbacken wollt. Die sind es wirklich wert. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken und für die Likes und für die Kommentare und sage auch schon mal Tschüss, bis dann!